Inside KTR. Schnelle Fragen, konkrete Antworten. Schön, dass Sie mit dabei sind bei einer neuen Folge von Inside KTR, unserem Pod- und Videocast. Und unser heutiges Thema ist Think Tank, Ideenschmiede für Innovation. Und dazu habe ich zwei Gäste hier im Studio, im virtuellen Messestand, im digitalen Messestand. Und das ist einmal Dr. Norbert Partmann, Head of Engineering and R&D bei KTR Systems und CEO bei der KTR Brake Systems GmbH. Seit 21 Jahren schon im Unternehmen. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Vielen Dank für die Einladung. Und Jochen Exner, er ist Think Tank Manager Innovation bei KTR. Herr Exner, bevor wir mit den Fragen einsteigen, und Sie beide kennen tatsächlich, wie das bei Inside KTR der Fall ist, die Fragen nicht. Aber erstmal vorab zur Erklärung, was ist eigentlich ein Think Tank für alle, die vielleicht nicht genau wissen, was sich dahinter verbirgt? Also ich würde sagen, Think Tank ist in erster Linie mal ein moderner Begriff, ein innovativer Begriff, wenn man so will, für das Thema alles, was um Innovation sich dreht. Man könnte auch sagen, es ist ein Innovationsmanagement, es ist eine Entwicklungsabteilung im weitesten Sinne. Was mir persönlich sehr wichtig ist an der Stelle, ist eigentlich der Begriff oder die Verbindung in Richtung Zukunft an der Stelle. Wenn man also sagen würde, ein Unternehmen beschäftigt sich mit Vergangenheit, mit Gegenwart und mit Zukunft, dann könnte man vielleicht sagen, Think Tank geht so ein bisschen auf diese Dimension an dieser Stelle. Wir haben die Möglichkeit, bei Inside KTR Ihre Fragen mit einzubinden und Ihre Themen, die Sie sich wünschen, die wir hier mal zum Gegenstand einer Folge machen. Die schicken Sie uns an socialmedia@ktr.com. Und eine Frage, die gekommen ist für Sie, Herr Dr. Partmann, in den Medien, da hat man zuletzt im Zusammenhang mit Thinktanks vor allem so von der Bankenbranche gehört, also einer Branche im Umbruch. Wie kommt es, dass KTR als Produktlieferant im Maschinenbau auch sowas unterhält, ein Think Tank? Ja, der Ursprung ist eigentlich der, dass wir in der Vergangenheit eigentlich die Entwicklung in den Produktgruppen gemacht haben. Und die Produktgruppen bearbeiten eigentlich unsere Kunden, beraten die. Und dann war es immer so, dass klare Priorität erstmal in der Beratung liegt. Und wenn man dann neue Ideen verfolgt hat, war dann häufig zu wenig Zeit dafür da. Und dann haben wir in 2012 mit einem Innovationsteam gestartet. Das heißt, wurden 3 junge Leute einfach vom Markt gesucht, die gar nicht unbedingt aus der Antriebstechnik gekommen sind, aber einfach schon mal Projekte geleitet haben. Die haben dann hier gestartet als Projektleiter, haben Ideen gesammelt, haben die Ideen in einem Steckbrief zusammengefasst und dann gab es einfach ein Gremium, das dann entschieden hat, welche Ideen wollen wir weiter verfolgen. Dann haben die jeweiligen Innovationsmanager dann das Projekt begleitet, konnten aus verschiedenen Fachbereichen Mitarbeiter hinzuziehen, um dann diese Aufgaben zu bearbeiten. Das war so der Start und das haben wir viele Jahre gemacht. Es sind auch viele gute Ideen dabei herausgekommen, auch Dinge, die wir heute wirklich seriell im Markt haben. Und dann kam eine Situation, wo wieder ein Umbruch war. Die jungen Leute sollen eigentlich nur 2, 3 Jahre in diesem Team sein. Und dann haben wir überlegt, ob es nicht doch noch sinnvoller wäre, erfahrene Mitarbeiter in so einem Think Tank oder Innovationsteam zu bekommen. Einfach mit dem Hintergrund, wir haben dann gesucht, jemand, der wie Herr Exner eben stark ist in der Entwicklung, dann eben jemand, der sehr stark auf der Produktionstechnikseite ist und so hat sich das eigentlich ergeben. Wie groß kann ich mir so ein Team des Think Tanks vorstellen? Wir sind mit 5 Mitarbeitern gestartet und sind jetzt mittlerweile 7 Mitarbeiter vor Ort an dem Standort. Vielleicht auch besonders, dass der Standort eben ausgelagert ist nicht direkt in Rheine, sondern in der Nähe von Düsseldorf in Hilden, um einfach auch eine gewisse Distanz zu haben. Wir wollen eigentlich nicht, dass sie mit dem täglichen Geschäft konfrontiert werden, sondern eben sich wirklich ausschließlich auf das fokussieren, was wir uns als Aufgabe gesetzt haben. Wenn Sie jetzt gerade ansprechen, also es gibt da auch gezielt, ist das so ein bisschen ausgelagert. Herr Exner, ein Think Tank bedeutet ja nicht, geistige Luftschlösser zu kreieren, sondern das soll ja schon auch in der Praxis verhaftet sein, das Ganze. Also sprich, konkrete Ergebnisse für KTR und auch Kunden liefern. Welche Zielsetzung verfolgt eigentlich ein Think Tank in Ihrem Fall? Ja, also richtig, was Sie sagen. Es ist in der Tat so, dass man viel entwickeln kann und dass der Techniker viele Ideen hat. Also wenn sie am Ende des Tages quasi nicht verkaufbar sind oder nicht marktfähig sind, dann hat man viel gewonnen, nur eben nicht das Richtige gemacht als Unternehmen. Also natürlich haben wir definierte
in der Regel über einen Business Case vorab gecheckte und analysierte strategische Themen, die wir uns quasi vorgenommen haben. Darüber hinaus spielt eine sehr große Rolle auch das Thema, dass ich existierende Produkte laufend verbessere. Insbesondere dieses Thema Kostenoptimierung steht immer wieder im Vordergrund. Und schließlich das dritte Standbein, würde ich sagen, ist auch immer wieder am Markt zu gucken, welche Chancen sich ergeben. Was braucht der Kunde und wie passt das quasi zum Portfolio des Unternehmens KTR an der Stelle. Jetzt haben Sie es gerade schon ein bisschen beschrieben, Herr Partmann. Wie ist das? Sie haben eben gesagt, wir gucken, welche Ideen gibt es. Kommen diese Ideen überwiegend von innen? Das heißt also, was kann sich das Team dieses Thinktanks vorstellen? Was braucht der Markt? Was brauchen die Kunden? Oder inwiefern kommen auch diese Ideen von außen? Na, das ist schon sehr stark von innen. Kommen die Ideen, weil insbesondere Vertrieb, unsere Produktmanager, die sehr nah am Markt sind, die greifen natürlich Entwicklungen auf, versuchen natürlich mit den bisherigen technischen Lösungen dann diese Aufgaben anzugehen. Aber man erkennt dann ab und zu mal, dass dann in der Antriebstechnik sich etwas bewegt, dass neue Ideen aufkommen, bestimmte Dinge auch zu bauen, Maschinen zu entwickeln. Und dann sieht man, dass man vielleicht mit dem bestehenden Produkt nicht mehr optimal aufgestellt ist. Und das ist eigentlich der Ansatz, dass wir immer wieder schauen, dass wir versuchen, unsere bestehenden Produkte immer wieder neu auszurichten, zu schauen, wie können wir sie noch besser machen. Selbst eine Rotex-Kupplung, die wir schon über 50 Jahre haben wir im Innovationsteam 2 neue Ideen gebracht, die zur Serie gekommen sind. Wir haben Materialentwicklungen, die einfach heute immer mal wieder betrachtet werden müssen. Das heißt, das bestehende Produkt auch besser machen. Da geht es auch drum. Gibt es ja auch manchmal Befindlichkeiten, dass der ursprüngliche Erfinder dann vielleicht anmeldet, wieso, das war doch gut? Was gibt es denn da noch zu verbessern? Ich würde mal sagen, das Bessere gewinnt immer an der Stelle. Und wir haben das Glück, mit Technikern zu tun haben. Und die sind sehr begeistert, wenn es dann was Neues gibt und wenn es was Besseres gibt. Also von daher eigentlich weniger. Herr Exner, die heutige Folge hat den Untertitel Ideenschmiede für Innovation. Wenn wir uns jetzt mal dieses Wort Innovation vorknöpfen, wie definieren Sie Innovation hier bei KTR? Ja, also Innovation aus meiner Sicht und ich denke mal auch hoffentlich dann auch aus KTR-Sicht ist ein sehr globaler Begriff. Oder ich würde ihn sehr global auslegen. Beginnend quasi von dem, wie man mit Kunden arbeitet, wie also der Input in einen Innovationsprozess stattfindet, über den eigentlichen kreativen Prozess, die Produktentwicklung, wenn man so will, bis hin zur Erprobung, wie ich das mache, wie ich Ergebnisse auswerte, bis zur Vermarktung, bis zur Herstellung der Teile, bis zur Beschaffung der Teile. Also insgesamt ein sehr globaler, in mehreren Dimensionen ausgerichteter Prozess. So würde ich selber sehen und ich denke mal, da bin ich sehr kompatibel mit dem, wie KTR das macht. Ja. Sollten Sie im Hintergrund Geräusche hören, dann liegt das daran, dass wir hier natürlich die Aufnahme aus einer sehr realistischen Umgebung machen. Insofern, dass wir uns hier auf dem KTR-Betriebsgelände befinden. Und natürlich wird hier fleißig gearbeitet, auch anderswo, während wir hier die heutige Folge aufnehmen. Also wundern Sie sich nicht, wenn es im Hintergrund das eine oder andere Geräusch gibt, das davon zeugt, dass hier Menschen fleißig am Werk sind. Herr Partmann, Sie haben eben schon beschrieben, wie seinerzeit auch das Team zustande gekommen ist. Wenn Sie heute auf der Suche sind nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie finden Sie da das richtige Personal für den Think Tank und wie kann man sich so einen Arbeitsalltag vorstellen? Ich glaube, zum einen haben wir das Glück, relativ bekannt zu sein in der Antriebstechnik und es kommt schon sehr häufig vor, dass wir eben auch Anfragen bekommen, Bewerbungen bekommen, die sehr interessant sind fürs Unternehmen. Leider können wir nicht jeden nehmen. Aber so ist das ja auch mit den Kollegen hier entstanden. Das heißt, es gibt eine große Nachfrage und es bewerben sich initiativ bei Ihnen? Wir haben Initiativbewerbungen, wirklich sehr hochqualifizierte Personen, auch die Idee interessant finden und die Möglichkeit, einfach auch so intensiv an Neuentwicklungen zu arbeiten. Und das ist eigentlich das Schöne an der Geschichte. Und was wir auch der zweite Ansatz, den wir an der Stelle auch haben, ist mit den erfahrenen Leuten, die wir von außen bekommen. Sie sehen ja selber, ich bin 21 Jahre im Unternehmen und ich habe viele Kollegen, ich musste viele Jahre sagen, dass ich der Jüngste im Kreis bin, weil andere in der Technik wesentlich länger da sind schon als ich. Und da hat man natürlich auch so einen gewissen Tunnel, dass man viele Dinge immer so macht, wie man glaubt, dass es richtig ist. Und mit erfahrenen Leuten von außen bekommt man auch mal einen Anstoß und sagt, denkt man doch vielleicht noch mal in die Richtung. Habt ihr zwar bisher nicht gemacht, aber macht vielleicht Sinn. Und das sind auch Anregungen, die ich wirklich sehr entscheidend finde.
Weil es ist die Gefahr, mit einem erfahrenen Team lange zusammenzuarbeiten, eben, dass man eben Dinge nicht ändert. Und das haben wir hier eigentlich sehr stark gemacht. Wir haben an vielen Dingen gerüttelt, die, sagen wir, 20 Jahre wirklich Gesetz waren. Und wo wir heute sagen, geht auch anders und es ist wahrscheinlich noch besser. Noch besser. Herr Exner, wir haben auch die Frage ja bekommen nach dem Arbeitsalltag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie sieht der aus? Ja, man kann sich das vielleicht nicht ganz so spannend, wie es vielleicht klingt an der Stelle. Es ist eigentlich das Thema technisches Arbeiten, ingenieurmäßiges Arbeiten. Und dazu gehören natürlich Anwendung von CAD-Techniken, Berechnungsmethoden, numerische Berechnungen, Prüftechnik, Auswerten von Versuchen, Schlüsse ziehen, das Ganze irgendwie zueinander zusammenbringen und am Ende das richtige Produkt daraus machen. Was sehr wichtig oder was ich persönlich sehr spannend finde bei uns im Think Tank, ist auch, wurde gerade schon angedeutet, die Heterogenität, die Interdisziplinarität, die wir im Team haben, dass wir eben nicht nur Designer im Anführungsstrichen sind, sondern dass es auch das Thema Markt, wir haben Vertriebsleute tatsächlich in der Entwicklung oder in diesem Think Tank drin und wir haben das Thema Beschaffung und Herstellung der Teile, also Technologie als Komponente im Think Tank drin. Und so sieht man also, wie man verschiedene Strahlen quasi auf dieses Thema ausrichtet, wie wir das organisieren. Der dritte Punkt, der mir vielleicht wichtig ist an der Stelle, wäre das Thema, ich meine, wenn man so ein Thema angeht, dann kommt sehr schnell der Begriff Projektmanagement. Projektmanagement ist sicherlich wichtig, wenn man Themen entwickelt und wenn man nach einem bestimmten Terminplan arbeitet. Wir haben das aber ein bisschen, ich sag mal, flexibler gestaltet. Wir haben also ganz gezielt gesagt, das Einzige, was uns eigentlich interessiert, dass wir an einem Tag X oder an einem Tag X plus 1 weiter sind als an einem Tag X. Vielleicht ist das jetzt klar, also am Nachfolgetag quasi. Also immer ein bisschen Erkenntnis gewinnen. Ich möchte an jedem Abend wissen, was ich gemacht habe. Und das heißt, wir reden eigentlich täglich miteinander, wir stimmen tagtäglich die Prioritäten und die Ziele neu ab. Wir haben natürlich ein globales Ziel. Wir sagen beispielsweise, in so und so vielen Monaten oder Wochen wollen wir mit irgendetwas fertig sein. Aber in welcher Reihenfolge wir das machen, ist ja nicht alles planbar. Es geht ja auch mal was schief. Das Entscheidende ist, dass wir immer jeden Tag weiterkommen. Und wenn man so will, es ist wichtig, Weltmeister zu werden nach, weiß ich nicht, oder Bundesligameister oder sowas. Nach, wie viel? Ich glaube, 34 Spieltagen muss man vorne stehen und nicht am ersten Spieltag muss man vorne stehen. So unter Terminsicht. Herr Bartmann, jetzt hat Herr Exner schon erklärt, es ist viel Kommunikation notwendig, was diese tägliche Arbeit angeht. Gibt es auch mal Kreativitätsflauten oder haben Sie Tipps, dann irgendwie wieder auch zu fördern, dass neue Ideen kommen? Ich glaube, momentan hapert es eher daran, dass uns Zeit fehlt, für alle die Dinge zu machen. Wir haben schon viele Themen, die so im Köcher sind, die wir eigentlich angehen wollen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir jetzt die nächsten Themen, die in diesem Jahr sehr weit sind, dass wir uns dann schon neue Dinge aufgreifen. Wir hatten eben schon wieder ein Gespräch zusammen, wo wir gesagt haben, Mann, wir müssen jetzt uns mal in die und die Richtung entwickeln. Da sind Möglichkeiten oder zukünftig neue Ausrichtung, da müssen wir hin. Also ich habe da überhaupt keine Angst, dass uns da was fehlt. Also und wir haben ja auch noch den Vertrieb und der Vertrieb hat ja bekanntermaßen nie das, was er verkaufen kann und von daher gibt es auch von der Seite immer wieder Anschub, neue Dinge zu machen. Herr Exner, gibt es vielleicht ein positives, konkretes Beispiel, an dem Sie den Erfolg und auch die Arbeit des Thinktanks uns einmal verdeutlichen können? Nicht nur eins, sondern mehrere, in der Tat. Zum einen denke ich, unser neues Produkt, das wir jetzt in diesen Tagen oder in diesen Wochen vorstellen, diese sogenannte Evolastic, ist so ein Beispiel für ein innovatives und neuartiges Produkt. Ist eigentlich am Markt eine bestehende Lösung, grundsätzlich. Aber wir haben das Produkt uns vorgenommen und es von vorne bis hinten umgekrempelt und geguckt, wie kann man es besser machen. Das Einzige, was wir in diesem Produkt quasi übernommen haben, ist das Anschlussbild, das von einem Wettbewerber an der Stelle schon, ich sage jetzt mal, als Standard gesetzt geworden ist. Und an der Stelle ist es einfach clever, diesen Standard auch weiterzuführen und zu übernehmen. Alles, was dazwischen ist, haben wir neu gemacht, haben wir besser gemacht, haben wir Design- und Leistungspotenziale rausgeholt, haben wir beschaffungsseitig kostenmäßig optimiert. Und wenn man dann guckt, welches Potenzial KTR gerade auf der
logistischen und auf der vertrieblichen Seite hat, ist das sicherlich etwas, was eine große Zukunft haben wird an dieser Stelle. Ein weiteres Thema, wir haben ja nicht nur unsere strategischen Entwicklungsthemen, sondern wir haben ja auch Projekte, die quasi auf einem kurzen Dienstweg auf uns zukommen. Wir haben vor kurzem eine Hochlastkupplung für die Windkraft quasi umgesetzt. 13,5, 14 Millionen Newtonmeter an der Stelle ist also eine ganze Menge. Das gibt es noch nicht an der Stelle, ist das erste Mal, dass KTR auf dieser sogenannten langsamen Antriebsseite der Windmühle zum Einsatz gekommen ist und da auch sehr interdisziplinär gearbeitet mit den Kollegen in China an der Stelle. Also man sieht, wir sind da vernetzt in gewissem Maß und das ist so ein bisschen das, was es ausmacht und wo es herkommt. Herr Partmann, noch eine Frage mit einer etwas, Sie vielleicht etwas triggernden, mit einem solchen Einstieg. Die Maschinenbaubranche wirkt oft eher konservativ, schreibt uns jemand. Sicherlich haben Sie auch im Think Tank die Trends im Auge. Welche Trends sehen Sie für die nähere Zukunft und wie ist KTR aufgestellt, diesen Trends zu begegnen? Ja, also ähnlich wie im Automotive wird die E-Mobilität sicherlich auch wenn man zum Beispiel im Mobilbereich, den nennen wir alles, was dieselgetrieben ist, wenn wir den sehen, also ob ich jetzt einen Bagger habe und so weiter, auch dort wird die veränderte Antriebstechnik wirklich zukünftig sehr wichtig sein. Das heißt, auch wir müssen uns überlegen, was können wir für Hybridantriebe in dem Bereich anbieten, was müssen wir anbieten und welche Produkte brauchen wir dafür. Also das ist ein Thema sicherlich, mit dem wir uns demnächst beschäftigen werden. Also ist ähnlich wie im Automotive, werden wir auch dort Tendenzen bekommen. Und was vielleicht nochmal ganz wichtig ist, es gibt bei Innovationen, wir haben auch schon mal im Innovationsteam ein Produkt gehabt, das wirklich super toll entwickelt war, wirklich, wo ich gesagt habe, Mann, das gefällt mir richtig gut. Ich müsste heute sagen, ist leider ein Rohrkrepierer geworden. Vielleicht war es einfach noch zu früh. Vielleicht müssen wir es in 5 Jahren wieder rausholen und dann passt es. Also Gibt es so einen Wiedervorlageordner oder sowas? Oder nein, so das nicht. Das Produkt ist ja nach wie vor vorhanden und das steht auch in den Katalogen. Aber es ist halt leider noch nicht so erfolgreich, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Aber ich glaube, da ist, vielleicht waren wir einfach nur zu früh. Es gibt immer für Innovationen auch den richtigen Zeitpunkt. Den muss man auch treffen. Und was ganz entscheidend ist, glaube ich, bei dem, was wir tun, ist, wir können nur den einen Schritt machen, die Entwicklung. Und dieser Transfer in die Vermarktung herein, sage ich immer, der dauert mindestens so lange wie die Entwicklung. Deswegen haben wir auch hier bei dem Produkt, mit dem wir jetzt in diesem Jahr gestartet sind, auch so eine Transferphase. Das heißt, wir haben jetzt eine junge Produktmanagerin, die war vorher im Innovationsteam, die hat viele Jahre jetzt im Produktbereich gearbeitet, übernimmt jetzt dieses neue Produkt als Produktmanagerin. Und das ist diese Aufgabe, die Markteinführung, dauert sicherlich mindestens so lange wie die Entwicklungsphase. Und wenn man die nicht richtig macht, das ist wie wenn wir unsere Arbeit nicht richtig machen, wird es nicht funktionieren und da ist es genauso. Also die Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen. Wie kann ich mir das vorstellen, so von der ersten Idee bis dann auch zum Prototypen? Wie lange dauert das so in der Regel? Ja, wenn wir jetzt bei diesem Produkt sehen, da waren Jochen und sein Team wirklich sehr, sehr dynamisch, sage ich mal, und wir haben ein gutes Jahr gebraucht. Wir haben jetzt den Status so, dass wir wirklich vermarkten können. Wir haben alle Produkte, die wir auch im Katalog aufgeführt haben, verfügbar. Das heißt, das ist für mich immer oder auch für uns beide immer wichtig, nicht nur mit irgendwas Neuem kommen und das nur auf dem Papier stehen hat. Wir wollen wirklich, wenn der Kunde dann sagt, okay, ihr habt das, ich möchte es dann morgen probieren, dass wir das auch machen können. Also das ist wirklich für uns auch ein ganz wichtiger Punkt. Alles das, was wir heute im Katalog gezeigt haben, können wir auch liefern. Ganz wichtig. Herr Exner, jetzt hat Herr Partmann eben geschildert, manchmal gibt es oder es gibt häufig mehr Ideen und mehr Anforderungen, als dann auch unmittelbar umgesetzt werden kann, weil vielleicht man nicht alle Projekte gleichzeitig angehen kann. Inwiefern gibt es das auch, dass da manchmal Sachen sich erübrigen, einfach dadurch, dass sie liegen und man später, vielleicht 2 Jahre später sagt, das brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr? Das ist eine echt schwierige Frage, muss ich sagen. Also ich würde sagen, es gibt viele interessante Themen und als Ingenieur, sagen wir mal, lebt man auch irgendwo für das Thema. Und auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt auf der Agenda steht, man guckt immer mal hin und schaut sich an, was steckt eigentlich in der Tiefe, da ist da Potenzial für ein Unternehmen. Und so es so ist, versucht man natürlich auch in der Organisation da eine Lobby für zu finden an der Stelle.
dass jetzt wirklich Themen sich erübrigt haben, ich muss sagen, ich bin ja jetzt auch schon einige, um nicht zu sagen über 20 Jahre in der Branche, ich kann mich nicht erinnern, dass es so eine Situation tatsächlich mal gegeben hat, dass irgendwas nicht mehr gebraucht wurde irgendwann. Herr Partmann, der Podcast und Videocast Inside KTR trägt den Untertitel Schnelle Fragen, konkrete Antworten. Wir nähern uns der 20-Minuten-Marke, deswegen kommen wir jetzt zur letzten Frage, die da lautet, die Sie uns geschickt haben an socialmedia@ktr.com. Wie hoch schätzen Sie den Faktor Innovationskraft im Hinblick auf den unternehmerischen Erfolg von KTR ein? Doch, der ist sehr entscheidend. Ich glaube, das ist das ganz Besondere, was wir auch haben. Wenn ich heute gucke oder mal 20 Jahre zurück, da waren auch die kundenspezifischen Lösungen, also nicht weg vom Standard für den Kunden, wirklich speziell entwickelt, hatte nur einen sehr geringen Anteil. Wir sind heute dabei, dass wir fast 50% des Umsatzes, den wir machen, wirklich mit kundenspezifischen Lösungen erreichen. Und das zeigt, wie stark wir auf Kundenwünsche eingehen. Und das ist auch mit der Grund, weswegen wir so ein starkes Technikteam auch haben. Also wir haben uns schon verändert. Wir sehen, dass der Markt wirklich angepasste Produkte braucht, teilweise wirklich speziell für eine Anlage entwickelt. Und das machen wir und das können wir halt, weil wir eben diese breite Erfahrung auch im Unternehmen haben. Herr Dr. Partmann und Herr Exner, vielen herzlichen Dank für unser wirklich spannendes Gespräch. Und an Sie vielen herzlichen Dank für Ihre Fragen. Wir freuen uns auf Ihr Interesse beim nächsten Mal. In der nächsten Folge von Inside KTR empfehlen Sie uns gerne weiter und machen Sie es gut. Tschüss.